Hola, ich bin Leocadia Hateville, aber die meisten nennen mich Leo und ihr seid heute bei mir zu Hause. Ich fahre einen 69er Chevy Nova, leidenschaftlich gerne. Leider habe ich nicht wirklich Zeit, ihn jeden Tag zu fahren, weil ich auch arbeiten muss. Ja, ich fahre gerne Rennen. Leider sind ja nicht so viele in einem Jahr. Ich glaube insgesamt 3, wo ich mit meinem Muscle Car mitfahren kann. Ich hatte einen Opel Kapitän, der ist aber bei dem einen Rennen, wo ich mitfahren wollte, da war er nicht tauglich genug, und bei dem anderen ist es halt ein deutsches Auto, Opel Kapitän, und da sieht man lieber Amerikaner fahren, deswegen konnte ich den da nicht fahren. Aber ich habe schon noch irgendwann ein anderes Auto für Sandbahnrennen. Es muss kein Muscle Car sein, V8 muss es. Ich habe jetzt gerade einen Karmann Ghia, der hat 50 PS, also normalerweise hat der ja 35 PS Motor drin, und der war leider kaputt, und dann haben wir gedacht, bauen wir gleich einen 50 PS Motor ein, und dann ist er auch noch gleich ein bisschen schneller. Man kann jetzt nicht sagen, er ist so schnell wie ein Düsenjet, aber man kann schon mal das ein oder andere kleine Rennen von Ampel zu Ampel kann man schon. Also man ist jetzt keine Schnecke, aber man ist auch nicht der Schnellste mit einem Karmann Motor. Genau, das sollte mein Alltagsauto werden, und so für die kleinen Treffen, wo man jetzt nicht unbedingt mit dieser Rennmaschine hin muss, weil die Rennmaschine mit, ich weiß nicht, ich sag mal 380 PS, man kann es nicht so genau sagen, ist ja schon so, dass man ziemlich oft dran schrauben muss. Man fährt, man schraubt, man fährt, man schraubt. Und muss ehrlich zugeben, ich bin kein Schrauber, und ich könnte das Auto auch nicht fahren, wenn ich nicht Leute hinter mir hätte, die für mich schrauben würden. Kleine Sachen helfe ich natürlich mit. Irgendwelche Schrauben, die in irgendwelchen Löchern fallen, mit den Fingern wieder rauszuholen. Oder für das Design bin ich auch zuständig, weil ich lackiere ja. Ich kann nicht wirklich mit den technischen Dingen etwas anfangen. Ich weiß natürlich, was eine Nockenwelle ist. Und die haben jetzt auch Aluköpfe drauf, und das macht das Auto natürlich schneller. Ich weiß auch, wo die sind, aber ich könnte die jetzt nicht ans Auto anbringen oder entfernen. Das mache ich auch nicht so gerne. Das ist so eine Fummelarbeit. Man muss sich da einfuchsen und Geduld für haben. Und ich habe da einfach keine Geduld für. Und wenn da irgendwas kaputt ist, dann, ich höre das auch gleich beim Auto, wenn irgendwas nicht rund läuft, dann sage ich Bescheid, hey, guck mal nach, bitte. Und dann wird es schon repariert. Da bin ich auch sehr dankbar, weil ohne meine Mechaniker könnte ich beim Race nicht teilnehmen. Das muss man mal hier gesagt haben. Die Jungs, die sind große Klasse und helfen mir, wo sie können. Ich glaube, 3 Leute sind es mindestens immer, die da dran rumfummeln. Und ja, es ist ja auch, gibt ja verschiedene Gebiete halt, ne? Der eine ist dafür zuständig und der andere kennt sich damit besser aus. Und ja, und jetzt gerade, wo wir versuchen, mehr aus dem Auto rauszuholen, aber die Grenze ist jetzt erreicht, also mehr nicht. Dann vielleicht nochmal ein zweites Auto für Rennen, aber an dem Auto wird jetzt nicht weiter rumgefummelt, weil irgendwann fummelt man die Teile auch kaputt, ne? Mit diesen Ami-Motoren ist es auch ein bisschen so wie so ein Simson. Wenn man einmal dran rumgefummelt hat, da muss man immer dran rumfummeln, ne? Ich habe auch einen Simson, und also man fährt 5 Minuten und dann schraubt man. Also wie gesagt, ich nicht. Und das ist nervig, irgendwann ist es nervig. Ist zwar so ein schöner Zeitvertreib, aber wenn dann die Rennen losgehen und 5 Minuten vor der Angst geht irgendetwas kaputt, der Anlasser oder so, das hatten wir schon, da muss man gucken, dass man ganz schnell einen neuen besorgt, ne? Und dann rotiert es und man fragt Freunde und alle telefonieren rum, und dann lässt man quasi so einen Anlasser einfliegen. Nee, aber Freunde haben dann einen, aber es ist schon, ja, man schwitzt schon, wenn man Angst hat, man kann da nicht dran teilnehmen, ne? Ich bin nicht die alleinige Besitzerin. Stefan, den hast du ja schon kennengelernt, mit dem teile ich mir das Auto. Das wissen ganz viele Leute nicht. Es ist immer wichtig, dass ich das mal hier sage. Nachher, wenn du ihn einzeln befragst, würde er das abstreiten, aber das ist so, er hätte das Auto nicht ohne mich und ich hätte das Auto nicht ohne ihn. Er ist quasi der Schrauber, der Mann hinter mir, und ich bin die Fahrerin. Wir sind aber nur Freunde. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube, der ist jetzt 11 oder vielleicht 10 Jahre
in unserem Besitz. Ich wollte damals ein amerikanisches Auto haben, nachdem ich zum allerersten Mal beim Treffen, also beim Race 61 war. Da wollte ich unbedingt ein Auto und damals ja noch für die Arbeit, weil ich mache ja Airbrush und Graffiti und so ein Werbefahrzeug wäre ja nicht schlecht. Aber ich habe da nicht das Passende gefunden und ich kannte mich auch da nicht so aus in der Szene. Und durch einen Zufall habe ich dann im Internet, bin ich dann auf einem Chevy Nova gestoßen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und zu dieser Zeit, also vor 11 Jahren, gab es noch gar nicht so viele davon. Jetzt ist natürlich das Internet voll mit Chevy Novas. Ich weiß nicht, seit diesem einen Film, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, ist Death Proof oder so, ist der Nova in Deutschland, ist der explodiert. Ja, und naja, es ist halt ein bisschen schade, weil ich bin schon gern so jemand, der nicht gern Sachen mit anderen Menschen teilt. Und ich bin auch ein bisschen eifersüchtig, wenn ich dann sehe, jemand anders hat dann auch das Gleiche. Das ist wie mit den Kleidungsstücken, die ich mir aus England oder Amerika schicken lasse. Immer bestimmte Sachen, weil ich einfach Angst habe, du gehst irgendwo hin und siehst dann dasselbe bei einer anderen. So ist es auch mit Autos. Und dann guckt man schon immer nach, wie viele Novas sind denn hier bei dem Treffen, wie viele Novas sind da. Und dann ist man natürlich halt immer ein bisschen und man vergleicht, das könnte man jetzt besser machen, bei dem sieht es besser aus oder das sieht wieder bei mir besser aus, ne? Ja, also den Nova zu verkaufen ist keine Option, auch nicht, wenn Geldmangel da wäre, weil einfach da hängt Schweiß und Blut drin in dem Auto. Das ist ja, wir haben das ja aufwendig restauriert, 1,5 Jahre. Ich habe auch fleißig bei geholfen. Und 1,5 Jahre war eben halt dieses Auto völlig auseinandergenommen. Jede Schraube war ab und tausende kleine Gläschen im Schubfach und alles war beschriftet. Und man denkt sich einfach nur, man hat ein Auto, aber es ist in Kästchen und Kartons verpackt. Du kannst es nicht rausholen, du kannst jetzt nicht zum Treffen fahren. Und dann waren wir in dem Jahr auch nicht oft bei Treffen, weil man hatte kein Auto und ohne Auto ist man ein anderer Mensch, wenn man zum Treffen fährt. Ne? Es ist halt irgendwie, man weiß, man hat ein Zuhause, aber man kann nicht mit dem Auto da sein. Also der Nova, der ist ja aufs Rennen ausgelegt. Also eine Stadtrundfahrt jetzt mit dem mache ich selten, weil man einfach, wird schnell heiß und man merkt auch schon diese Power, wenn man das Lenkrad in der Hand hat und der will eigentlich nur schnell fahren. Und bei den Rennen, das ist ja dann im Sommer, ist es ja meistens sehr, sehr heiß und dann mache ich die Heizung an, um einfach noch den Motor zu entlasten. Also die Wärme wird dann in den Innenraum geleitet und dann fahre ich auch noch mit Fenster zu, um dann natürlich schneller zu sein. Weiß ich nicht, eine halbe Millisekunde oder ob das überhaupt was ausmacht, das weiß ich nicht mal, aber ich schwitze da wirklich sehr in dem Auto und das kann man sich nicht vorstellen. Also es ist Wahnsinn. Ich muss aufpassen, damit ich nicht während der Fahrt dehydriere, weil es wirklich sehr, sehr heiß ist. Wir fahren seit ungefähr 12, 13 Jahren zum Treffen und es hat sich schon verändert. Also man merkt diesen Wechsel der Menschen. Also es kommen viele nicht mehr, aber dafür sind viele neue Leute da. Die jüngere Generation kommt nach. Natürlich ist es auch immer mit so einem Auto, das zu besitzen, ist natürlich eine Preisfrage. Wenn man ein Auto, es ist die eine Sache, sich ein Auto zu kaufen und die andere Sache ist es dann auch noch beim Rennen zu fahren und dann, weil man immer damit rechnen muss, dass man was kaputt fährt. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie schnell ist man. Also man muss auch zur Rennabnahme und gucken, dass man da auch durchkommt. Und wenn da irgendwas nicht passt oder das hat zu wenig PS, ich glaube, dann kann man da auch nicht mitfahren. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da achten die schon sehr drauf, dass es auch ein bisschen alles auf Rennen ausgelegt ist und nicht auf einer Sonntagsfahrt. Ne? Ich bin damals einfach zum Start gefahren. Ich wusste nicht, dass ich da vorher zur Rennabnahme muss. Einfach ran an den Start und dann ging schon irgend so ein Typ war dann da, der hat dann die Fahne runtergemacht und dann ging es los, das weiß ich noch ganz genau, das war alles total aufregend und natürlich gab es da auch noch nicht so viele Regeln, ne? Das kam ja immer mehr, da war die Strecke auch noch auf der anderen Seite und
Ja, also das Ende hat sich schon vieles geändert im Laufe der Zeit, aber ich würde jetzt nicht sagen irgendwie zum Negativen. Es ist anders geworden, anders als es mal war. Fragt man sich vielleicht auch, wo ist sie, wo ist Leocadia, wenn sie mal nicht da ist, ne? Kann ja immer mal was sein, ich kann nicht mitfahren oder ich habe keine Zeit, dann kann ich dann natürlich auch nicht mitfahren, ne? Aber ich glaube dann schon, dass man auch dann fragt, na, wo ist sie denn jetzt, ne? Weil man einfach, das ist so eine kleine Gemeinschaft und es fahren meistens immer dieselben Leute, kaum jemand kommt Neues dazu. Aber wie gesagt, es ist auch eine Preisfrage. Man muss erstmal auch das Geld aufbringen für ein Auto, um dann da bei den Rennen mit teilzunehmen, ne? Und man will sich ja nicht, sein Auto, was man liebt und vom Mund abgespart hat, muss man da jetzt auch nicht auf der Strecke zerschießen, ne? Ja, Stefan, du hast mich vorhin gefragt, warum ich mich eigentlich immer so hübsch mache bei den Treffen. Aber das liegt ja auf der Hand. Du bist ja auch da mit deiner Kamera und du willst ja nicht gerade jetzt einen Wischmopp fotografieren oder filmen, ne? Stell dir mal vor, ich würde dann im Auto sitzen, so wie ich aufstehe, mit einem Wischmopp und kein Lippenstift drauf und auch nur mit Turnschuhen oder Gummistiefel trage ich ja immer zu Hause und so fahre ich dann nun beim Rennen mit, ne? Da sind mindestens 5 oder 6 Fotografen unterwegs und einer macht mindestens immer ein Foto von dir. Da musst du einfach gucken, dass du gut aussiehst. Da ist dann also schon immer ein paar Stunden vorher schon geplant, was ich dann anziehe und auf jeden Fall immer die High Heels. Aus der Not heraus eher nicht, aber durch Zufall entsteht es natürlich mit den Autogrammkarten. Also ich habe ganz viele kleine Fans, so kleine Mädchen oder so, die dann schon am Zaun stehen und dann mal eine Autogrammkarte möchten. Und dann hatte meine Fotografin Pixel Gnome die Idee, sie schenkt mir Autogrammkarten und die kommen auch ziemlich gut an. Ich bekomme sogar Post nach Hause, in dem gefragt wird, ob ich nicht Autogrammkarten verschicken könnte. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich kann das also, weil ich finde es ich bin so unbedeutend, weißt du? Ich bin so unbedeutend. Ich bin ja ein ganz normaler Mensch von nebenan. Und ich weiß auch nicht, dann fragt man mich nach einer Autogrammkarte, nur weil ich da mal für 5 Minuten da beim Rennen mitfahre. Das ist, ich fühle mich dann, wenn so ein kleines Mädchen kommt, finde ich mich schon ganz groß. Nicht, wenn jetzt irgendwie ein Mann kommt oder so, der sagt, hey, du bist gut gefahren oder so. Nein, wenn so kleine Mädchen kommen, das hat eine ganz, ganz große Bedeutung für mich, weil ich ja auch mal so ein kleines Mädchen war und wir hatten nicht mal, niemand von uns hatte einen Führerschein in der Familie oder ein Auto hatten wir auch gar nicht. Und für mich ist es ganz großartig, wenn dann so ein kleines Mädchen kommt und mich dann so ein bisschen bewundert und sich dann denkt, ich will auch mal später so werden, weil ich ja als kleines Mädchen auch so war und große Mädchen bewundert habe und immer so sein wollte wie die. Und ich hoffe, dass die Kleinen, die dann da am Zaun stehen, wo der Papa sich Zeit nimmt mit dem Kind und vielleicht auch nicht so viel Geld haben, um sich überhaupt ein normales Auto zu leisten. Ich hoffe, dass dieses kleine Mädchen vielleicht mal in meine Fußstapfen treten kann und dann 20, 30 Jahre weiter vielleicht dann die übernächste Generation ist, die dann damit fährt. Eine kleine Leocadia, nur mit einem anderen Namen. Also das ist der Wahnsinn mit den Motorrädern, ne? Ich würde es mir auch nicht trauen, aber ich habe auch Gleichgewichtsstörung. Ich kann nicht mal mit dem Fahrrad geradeaus fahren. Also wirklich, jetzt ist kein... Oh, die halten mich ja dann, weißt du, von rechts nach links. Aber mit dem Motorrad wirklich, das ist eine große Klasse, auch so bei Sandbahnrennen. Da jubeln eigentlich immer die meisten immer nur den Autofahrern zu, aber man darf nicht vergessen, also so ein Motorradfahrer, der macht da so einiges. Das ist, ich finde da gar keine Worte für. Das ist so Motorradfahrer, das ist, in Fino ist ja die Strecke jetzt noch geradeaus, aber bei so einer Sandbahnstrecke in den Kurven, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man da als Motorradfahrer, also das wahnsinnig viel Respekt haben die von mir, die Motorradfahrer. Die Autofahrer natürlich auch, aber das ist schon wieder was ganz anderes. Vielleicht auch, weil ich vielleicht auch selber eine Fahrerin bin. Aber der Unterschied ist schon zwischen Motorrad und Auto ist schon enorm, also für mich. Dieses Jahr bin ich auch wieder beim Race. Zuerst beim Season Opening am 11. Mai, wo ich wieder für euch schwitzen werde.
Und dann natürlich auch das Hauptrennen am 28. Da müsst ihr kommen. Es wird super. Zwei Novas gegeneinander. Chevy Nova gegen Chevy Nova. Team Hateville gegen Achol.